Hi Leute, ich habe ja in Social Media angekündigt, dass ich ein neues Motorrad habe, das auch diverse Gründe hat. Und in diesem Video möchte ich euch heute mein neues Motorrad präsentieren. Möchte auch dementsprechend auf die Saison eingehen, was für Pläne ich habe, mit welchen Leuten ich Pläne habe und gewisse Umbauten am Motorrad zeigen. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Sachen, die wir am Motorrad umbauen möchten, und da werde ich dann auch noch drauf eingehen. Bevor ich euch mein Motorrad genau zeige und präsentiere, möchte ich erstmal ein kleines Update geben. Also IRC 2021 wird bei mir wahrscheinlich auch von der Uni aus gesehen, wegen der Termine und so, schwierig zu verwirklichen sein. Es kann sein, dass ich in Horriche fahren werde, falls das Ganze wegen Corona stattfinden werde. Vielleicht ist auch Schimmay eine Möglichkeit und Frohburg, aber das wären auch wirklich die einzigen Termine, die ich von der IRC fahren würde. Sonst generell von der Uni, die beschränkt mich natürlich, was das Fahren angeht, ein bisschen, aber ich muss sagen, es läuft ehrlich gesagt ziemlich gut und bin damit auch sehr zufrieden. Falls es jemanden interessiert, ich studiere Verfahrenstechnik. Was ich auf jeden Fall fahren werde, ist unter anderem bei Racecamp Event. Da werde ich, Racecamp Events heißen sie, da werde ich, wenn möglich, alle Termine fahren. Es werden nicht alle sein, aber ich werde auf jeden Fall früh genug durchgeben, welche Termine ich fahren werde. An der Stelle erstmal vielen Dank an Racecamp Events, dass ich mit euch trainieren kann, und ich bin sehr froh, dass wir auch dieses Jahr zusammen weiter fahren werden. Was ich dieses Jahr auch fahren werde, ist auch unter anderem die Triumph Daytona in einem Moto2 Style Umbau von der Marke Moto2 Style ist. Und sieht auf jeden Fall aus wie ein Moto2 Motorrad, und sie hat auch noch weitere Verbesserungen, und ich werde auch dort, wie auch in 2019 war das Motorrad fahren, und gemeinsam mit dem Rannik werden wir dann in Assen Rennen fahren und mal schauen, ob ich mit einem unbekannten Motorrad schneller bin als der Rannik. Dieses Jahr ist nicht nur Racecamp Events am Start, sondern auch Renngrip ist am Start, und an der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall mega bedanken, denn dank meinen Sponsoren, vor allem meinen starken Sponsoren und Unterstützern Renngrip, Dunlop und Racecamp Events, ist das Ganze auch während des Studiums möglich, dass ich so viel Motorrad fahre und dass ich euch auch viele gute Videos liefern kann. An der Stelle vielen Dank. Hier habe ich was für euch, wenn ihr bei Renngrip was bestellt. Bekommt ihr mit dem Code MOTANIO-333 5% auf alles bis auf Kombis, Reifen und Trackdays. Also benutzt ruhig den Link, dann spart ihr ein bisschen Geld und unterstützt mich und Renngrip auch in dieser Zeit. Ich hatte ja mit der R6 die letzten Jahre ein bisschen Probleme. Bis 2018 lief eigentlich alles ganz gut, und jetzt 2019 hatte ich meinen ersten Motorschaden bei der IRC in, wo war es jetzt nochmal? Finnland. In Finnland, da sind wir extra dahin gefahren oder geflogen, besser gesagt, und hatte dann dort den Motorschaden. Dann habe ich 2019 einen neuen Motor bekommen, der lief dann auch bis Anfang 2020. Dann hatte ich in Oschersleben Zylinderkopfdichtung, die kaputt war. Dann hatte ich ein paar Termine später in Assen hatte ich wieder einen Motorschaden, und durch den ganzen Stress war das dann auch so die Entscheidung, okay, R6 schön und gut, ich werde dich schlachten, und wir hatten eine schöne Zeit, aber R6 RJ15, jetzt ist es Zeit für etwas anderes. So, ich habe jetzt lang genug über die R6 geredet, und ich glaube, es ist mal Zeit, euch jetzt mein neues Motorrad zu zeigen. Denn das ist mein neues Motorrad. Das ist wie ihr seht, die Kawasaki ZX-10R von 2016er Baujahr. Ist noch nicht die RR-Version, jedoch hat sie einige Umbauten, um sie, ich würde sagen, auf ein Level der RR-Version zu bringen. Das Motorrad ist das Motorrad von Dominik. Mit ihm werde ich die Umbauten noch in dem Winter machen und werde euch, wenn möglich, eventuell auch ein bisschen mitnehmen und dokumentieren, was wir so machen. Aber zurück zu meinem Motorrad. Es hat eine ganz interessante Geschichte, denn das Motorrad stammt ursprünglich aus der Superstock WM und wurde unter anderem, glaube ich, von Ilja Michalczyk gefahren, falls ich das richtig sage. Vielleicht auch von Marc Moser.
bin mir nicht sicher, ob ich hier die richtige Windschutzscheibe drauf habe. Die wurde dafür aufgebaut und hat dementsprechend sehr interessante Sachen. Ein Motor, der komplett frisch aus ausgewuchteten Teilen zusammengebaut wurde und diverse Umbauten, die ich euch noch zeigen werde. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, dass es keine R1 geworden bin, denn jetzt möchte ich erstmal euch den Grund sagen, weshalb es eine Kawasaki geworden ist, beziehungsweise eine 1000er geworden ist. Die 600er Fahrer, die ein bisschen schneller sind, die kennen wahrscheinlich das Problem auf der Rennstrecke. Man kommt nicht mehr ins freie Fahren, weil es sind so viele Tausender mittlerweile unterwegs. Und da ich ja jetzt auch sehr viele Trackdays mit Racecamp-Events fahre und auch mit anderen Veranstaltern, komme ich immer wieder ins Problem, dass ich nicht mehr frei fahren kann, weil ich einfach zu schlecht bin zu überholen. Und dementsprechend kam jetzt nach dem Motorschaden eine 1000er. Außerdem, ich wollte nicht unbedingt 3.000, 4.000 Euro ausgeben für einen Motor für die R6 mit allem drum und dran, nur um dann wieder das Gleiche zu haben und um etwas konkurrenzfähig zu sein. Denn in der 600er Klasse natürlich, wenn man 5 PS mehr hat, der Unterschied von einem gemachten Motor in der 600er Klasse ist enorm. Und ich würde mal behaupten, dass der Unterschied bei der 1000er nicht mehr ganz so schlimm ist, ob du jetzt 195 oder 200 PS hast. Hast du aber 130 oder 135 PS, ist das eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, Grund für die 1000er ist natürlich, dass ich auch was Neues haben möchte, dass ich mal was anderes kennenlernen möchte und dass ich einfach Bock auf Leistung habe. Also ich bin ja die Honda gefahren und mir hat das so getaugt, hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt ist es mal Zeit, dass ich eine 1000er probiere. Grund für die Kawasaki ist unter anderem, dass sie auf dem gebrauchten Markt tendenziell etwas günstiger ist. Also die R1 sind eigentlich recht teuer und eigentlich, was auch so alles gibt, was auch robust ist, da sind die Kawasakis echt super. Also die sollen robuste Motoren haben, bis jetzt, weil ich habe ja jetzt eine Kawasaki, man weiß ja nie bei mir, ne? Hat man ja gesehen bei der R6. Neben der Robustheit ist es natürlich auch so, dass die ZX-10R für mich immer schon so ein kleines Traummotorrad war. Ich bin ja die Ninja 300 gefahren und ich dachte als Anfänger so, ich will eine ZX-10R, wenn ich Motorrad fahre, so, wusste natürlich noch nichts vom A2-Führerschein und ich fand das einfach ein super geiles Motorrad und bin deswegen jetzt total scharf auf dieses Motorrad. Ich bin ein Fan von der Kawasaki, von der ZX-10R. So, ich würde sagen, ich habe genug geschwafelt. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen die Mods. Ich habe mir jetzt nichts vorbereitet, aber ich gehe jetzt einfach mal durch, was ich so sehe. Also wir haben hier Dymac-Felgen, wir haben Lightech-Kettenspanner. Das Geile ist natürlich, das ist ein Schnellwechselsystem. Man sieht hier, die Bremsleitungen sind unter der Scheibe. Wir haben hier noch Adapter, Sättel, was auch immer, damit das ganze Schnellwechselsystem funktioniert. Wir haben eine Thermigoni-Komplettanlage. Ist natürlich mächtig laut. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen, was wir hier machen, ob da eventuell eine andere Anlage draufkommt, weil ich würde eigentlich schon gern mit Racecamp-Events am Sachsenring fahren wollen. Genau, das haben wir schon verbaut. Einen großen Kühler, einen H2O-Kühler. Wir haben, irgendwelche Bremsscheiben, andere glaube ich. Wir haben eine DLC glaube ich, beschichtete Gabel, super geile Sache. Wir haben eine Gale-Speed-Bremspumpe, den Standard-Schnickschnack, eine Daumenbremse. Ich bremse zwar bis jetzt noch nicht mit der Hinterradbremse auf der Rennstrecke mit, aber tendenziell für Anti-Wheelie und so werde ich das mal probieren und vielleicht taugt mir das ja auch gut. Und natürlich das i2M-Dashboard, was auch super cool ist, und da kommen wir natürlich auch noch zu einer super geilen Sache. Ich mache das mal an. Kino. Und zwar, dieses Motorrad hat Data Recording. Es fehlt zwar gerade noch ein Potentiometer am Federbein, aber abgesehen davon haben wir auf jeden Fall die Gasannahme, wie wir hier sehen, die Gasannahme. Wir haben den Bremsdruck, wir haben vorne die Federn, hinten die Federn und noch so ein paar andere Spielereien. Auf jeden Fall super geile Sache. Da werde ich auch, wenn möglich, mal Sachen einblenden in den Videos, dass man mal sieht, wie ich bremse, wo ich bremse, wie ich Gas gebe und wie das ganze Motorrad so arbeitet. Hier habe ich einen Öhlins, einen Nix 30 Cartridge drin.
Hinten habe ich einen TTX und ich werde dieses Jahr mal einen anderen Hersteller probieren. Und zwar, ich werde mal das Fahrwerk von Bitubo probieren. Die sind ja zum Teil nicht so bekannt und dementsprechend werde ich vorne mal das Echt 29 Cartridge probieren. Und werde euch Feedback geben, wie das Ganze funktioniert. Werde hinten dann das Bitubo Federbein probieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Kit-Elektronik ist verbaut, der Lenkkopfwinkel ist angepasst. Hinten ist die Adapterhülse fürs Federbein, damit das Motorrad nicht ganz so lang ist und besser handelt in der Kurve. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine interessante Sache, wie das ganze Motorrad dann funktioniert vom Fahrwerk etc. Der Motor habe ich ja schon gesagt, der wurde extra für die Superstock WM aufgebaut und er bringt, glaube ich, laut Prüfstand 205 PS aufs Hinterrad. Ich glaube, das Ding ist auch im Ganzen mächtiger, als ich fahren kann und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hundertprozentig der limitierende Faktor, wenn ich damit keine 1,27 in Osche fahre. Was ich nicht tun werde. Neben dem Bitubo Fahrwerk werden wir auch mal gucken, ob wir vielleicht selber einen DB-Killer basteln werden, der hoffentlich nicht allzu laut sein wird und nicht so viel Leistung schlucken wird. Des Weiteren werde ich wahrscheinlich auch die Magura HC3 hier anbauen, denn es ist jetzt so viel neu an diesem Motorrad und ich bin froh, wenn ich hier ein paar alte Sachen wieder habe. Und mit der Magura HC3 kam ich echt super zurecht. Ich kann auf jeden Fall euch die HC3 nur empfehlen von Magura. Die hat mir echt gut getaugt und ja, ich glaube auch, dass hier die Kawasaki von der Bremse, von der Front ein echter Traum werden wird. Lang genug geredet. Gang ist draußen. Ich würde sagen, wir machen die Maschine mal an und schauen mal, wie sie klingt. So, ich würde sagen, ich habe euch das Motorrad lang genug gezeigt. Jetzt noch ein paar abschließende Worte. Das Motorrad werde ich zusammen mit Dominik noch ein bisschen umbauen. Und ich würde sagen, wir sprechen mal mit Dominik und fragen ihn mal, was er so macht mit dem Motorrad und generell. Wir sind jetzt hier beim Dominik. Er baut momentan die Firma Motodom auf. Und ja, Dominik, erzähl mal, was machst du? Ja, ich baue Rennmotorräder auf, je nach Kundenwunsch, vom Straßenmotorrad zum Rennmotorrad oder auch von neuen Motorrädern zum Rennmotorrad. Das geht von, ich sag mal, Low-Budget-Racing bis High-End, die dann irgendwelchen Cups fahren und so weiter und so fort. Und ja, das mache ich. Ja, genau. Und an meinem neuen Motorrad werden wir auch noch ein bisschen was machen. Kannst du uns sagen, was wir noch so vorhaben? Also der Plan ist, was wir jetzt schon gemacht haben, ist, wir haben die Kühlung schon verändert, einen großen H2O-Kühler eingesetzt. Des Weiteren werden wir dann noch mit der Firma MG Racetech, mit dem Steven, das Fahrwerk abändern, sowie die ganze Geometrie von dem Motorrad, da die Kawasaki ja dafür bekannt ist, nicht das stabilste Motorrad zu sein. Ansonsten werden wir noch ein wenig Ergonomie verändern, was die Stummel und die Fußrastenanlage angeht. Und ja, ansonsten bekommt der Martin noch eine andere Bremsanlage, eine andere Bremspumpe. Ja. Und dann wird das schon ein ganz hübsches Ding, denke ich. Ja, ich glaube auch, dass ich ein bisschen flotter werde damit. Auf jeden Fall. Ja, genau. Dann schauen wir einfach, dass wir davon so viel wie es geht Videos machen, dass wir das Ganze ein bisschen dokumentieren. Und ja, ich würde sagen, das wird vielleicht eine sehr interessante Sache und ihr könnt vielleicht auch noch die eine oder andere Sache dabei lernen. Dann, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Und schaut bei den Instagram- und Facebook-Seiten vorbei. Ja.